Der Kubo-Stick ist ein akkubetriebener, in der Temperatur regulierbarer Vaporizer zur thermischen Extraktion von Trockenkräutern. Er kann in 2 verschiedenen Modi betrieben werden. So kannst du wählen, ob du die gesamte Füllung in einer mehrminütigen gemütlichen Session genießen möchtest oder aber ob du auf Knopfdruck deinem Kraut nur eine einzige Wolke entnehmen möchtest. Dieser Vaporizer hier ist einfach in der Anwendung, einfach zu reinigen, verfügt über einen wechselbaren Akku und hat aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses das Zeug zum Volksvaporizer. Wenn du nun auf der Suche nach deinem ersten elektronischen Vaporizer bist und du nicht gleich mehrere 100 € auf den Tisch legen möchtest, um einmal zu testen, ob Dampf auch für dich eine Alternative sein kann, könnte der Kubo-Stick hier für dich sehr interessant sein. Aber auch für alte Vaporizer-Hasen kann dieses Gerät mit ein paar Features aufwarten, die wir in dieser Vape-Kategorie so noch nicht gesehen haben. Glaub mir, das Teil hat mich bei meiner genaueren Betrachtung hier wirklich erstaunt. So möchte ich in diesem Video zusammen mit euch den Vapo-Neu-Interessierten und auch mit euch alten Vapo-Hasen den Kubo-Stick einmal genau unter die Lupe nehmen. Hierbei schauen wir uns denn zunächst einmal den Lieferumfang des Gerätes an. Dann betrachten wir das Gerät selbst in Abmessungen, Gewicht und Aufbau und schauen einmal auf den mitgelieferten austauschbaren Akku. Anschließend werfen wir einen genauen Blick auf die Bedieneinheit und auf die Einstellungsoptionen, die uns hier geboten werden. Und wir schauen darauf, wie wir das gute Stück hier anwenden. Dann werden wir das Heizsystem genau betrachten und uns über die Kräuterkammer hier unterhalten. Danach zerlegen wir die Kühleinheit in ihre Einzelteile und schauen uns mal an, wie die arbeitet. Wie immer werden wir dann auch kurz über die Reinigung dieses Gerätes hier reden. Nachfolgend möchte ich dann noch mit euch über die Dampfqualität und seine Wirkung sprechen. Und zum Schluss lasse ich euch dann in meinem persönlichen Fazit an meine Gedanken zum Kubo-Stick teilhaben. Und wir werden darüber reden, wem ich dieses Gerät empfehlen würde, aber auch ganz klar, wem nicht. Denn auch wenn ich glaube, dass dieser Kubo-Stick hier für sehr, sehr viele Menschen eine Alternative darstellen kann, so sehe ich dennoch Menschen, für die dieses Gerät nicht wirklich taugen dürfte. Also, da lohnt sich das Dranbleiben doch heute wieder einmal besonders. Heute wird es gut und günstig. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Christoph, stelle doch bitte einmal günstige Alternativen vor. Das habe ich hier schon öfter gelesen nun. Nun, dazu braucht es aber auch erst einmal ein günstiges Gerät, wo ich denn auch voll und ganz dahinter stehen kann. Und hier haben wir denn jetzt mal so ein Exemplar, das mich wirklich erstaunt hat. In meinen Augen ist der Kubo-Stick nicht nur eine günstige Alternative, sondern ein ganz eigenständiges Gerät,
das auch durchaus über Alleinstellungsmerkmale verfügt. So ist dieses Gerät nicht nur für Einsteigende, sondern auch für den passioniert vapenden Menschen durchaus interessant. Aber lasst uns doch direkt einmal loslegen und auf das Gerät selbst und auf das Zubehör schauen, das hier mit ihm kommt. Der Kubo-Stick kommt in dieser Verpackung hier. Im Inneren finden wir dann zunächst einmal das Gerät selbst und zusätzlich erhalten wir einen 18650 Akku 3,7 Volt mit 2600 mAh, eine Kapsel für Konzentrate, ein USB-C-Kabel, eine Reinigungsbürste, 4x Alkohol-Wattepads, 3 Wattestäbchen, 2 Siebe für die Kräuterkammer, ein Werkzeug für das Sieb und zum Umrühren und eine Bedienungsanleitung, die ist in Deutsch, Englisch und Französisch dabei. In meinem Falle hier ist der Kubo-Stick in einem sehr stylischen grünen Kleidchen dahergekommen. Das Gerät ist aber auch in diesen Farben hier erhältlich. Der Kubo-Stick hat eine Höhe von 150 mm, eine Breite von 24 mm und eine Tiefe von 26 mm. Durch diese geringen Abmessungen und durch sein geringes Gewicht ist das Gerät hier super handlich und verschwindet ganz unauffällig in der Hand. Das Gerät selbst ist aus Aluminium hergestellt. An der Front finden wir dann ein sehr klares und helles OLED-Display und 3 Bedientaster zur Steuerung. An der Rückseite haben wir dann den Akkudeckel, worunter wir den austauschbaren 18650er Akku finden. Der Deckel wird durch Magnete an Ort und Stelle gehalten. Oben am Gerät finden wir dann das Mundstück mit integrierter Kühleinheit. Auch diese findet durch Magnete schnell und sicher ihre Position. Unten am Mundstück verbirgt sich dann auch die Kräuterkammer. Sie ist aus Edelstahl gefertigt und nimmt ca. 0,2 bis 0,3 Gramm an Trockenkraut auf. Dieser Kubo-Stick hier wurde mir zu Review-Zwecken von den Lieben der Firma verdammt nochmal zur Verfügung gestellt, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Seit ich meine Leidenschaft für Vaporizer vor ca. 13 Jahren entdeckt habe, bin ich selbst Stammkunde in diesem Shop und wurde dort wirklich nie enttäuscht. Die Expertise der Mitarbeitenden ist großartig. Die Warenpalette ist meines Erachtens nach die breiteste und best ausgewählte in ganz Europa. Der Kundenservice ist ultra stabil, während der Versand immer im Ratzfatz-Modus unterwegs ist. Die Leute die dort arbeiten, sie leben wahrhaft Vaporizer und dealen nicht nur damit. Verdammt nochmal ist für mich schlicht und einfach die Vapobude Nummer 1 mit Herz. Punkt. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter dem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdammt Normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da an Geld eingespielt wird, kommt diesem Kanal hier dann auch direkt wieder zugute. Herzlichen Dank für euren Support. Nun aber zurück zum Kubo. Dann wollen wir das gute Stück doch hier mal Stück für Stück durchgehen. Hinten finden wir zunächst einmal den Akkudeckel, worin der mitgelieferte Akku Platz findet. Nun, wo wir gerade über diesen Akku sprechen, halte ich es zuerst einmal für wirklich erwähnenswert und auch lobenswert, dass wir es hier überhaupt mit einem austauschbaren Akku zu tun haben. Was bei vielen Geräten in dieser Preiskategorie überhaupt nicht der Fall ist. Bei der mitgelieferten Zelle hier
haben wir es mit einem 18650 Lithium-Ionen-Akku mit einer ICR-Chemie zu tun. Sie verfügt über eine Ladekapazität von 2600 mAh und kann intern über den integrierten USB-C-Port mittels 1 Ampere Ladeleistung in ca. 2,5 Stunden aufgeladen werden. Unter diesem Video hier poste ich euch eine Liste mit verschiedenen Akkus, die ich als Ersatzzellen für den Kubo-Stick bedenkenlos empfehlen kann. Und hier oben findet ihr einen Link zu meinem Akku-Video, in dem ich einmal ganz genau auf unsere Dampfakkus und den sicheren Umgang mit ihnen eingehe. Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir dann die Bedieneinheit mit 3 Tasten und einem sehr kontrastreichen Display. Ehe wir uns denn nun der Bedienung des Gerätes zuwenden, müssen wir erst einmal verstehen, dass der Kubo-Stick in 2 verschiedenen Modi betrieben werden kann. Einmal in einem sogenannten Session-Modus und zum anderen in einem On-Demand-Modus. Nun, was heißt das? Im Session-Modus genießen wir dann den gesamten Inhalt der Kräuterkammer in einer einzigen gemütlichen Session. Diese Session kann dann nach Belieben 4 oder 6 Minuten lang andauern. Das kann hier eingestellt werden. Das kommt vom Ritual her dann der guten alten Sportzigarette ungefähr gleich. Im On-Demand-Modus hingegen heizt das Gerät nur auf Knopfdruck hoch und es kann nach einer kurzen Aufheizzeit von ein paar Sekunden ein einziger Zug entnommen werden. Wenn ihr dann den Knopf wieder loslasst, fährt das Heizelement direkt wieder runter und ihr könnt den nächsten Zug nehmen, wann immer ihr es wollt. Durch dreifaches Klicken auf dem Haupttaster erwecken wir den Kubo-Stick nun zum Leben. Wie ihr hier sehen könnt, betreibe ich ihn momentan im On-Demand-Mode bei einer vorgewählten Temperatur von 220 Grad Celsius. Mittels der unteren beiden Tasten könnt ihr euch dann die Temperatur gradgenau einstellen. Hier oben im Display sehen wir dann den Ladezustand des Akkus. Wenn wir nun den Haupttaster betätigen, zeigt uns der Kubo durch dieses blinkende Kaffeetassensymbol, dass das Heizelement aufheizt. Über das Erreichen der zuvor eingestellten Temperatur informiert uns der Kubo-Stick dann mittels eines Vibrationssignals. Und die Kaffeetasse leuchtet dann konstant. Nun könnt ihr dem Gerät einen einzigen langen Zug entnehmen. Durch das gleichzeitige Drücken der unteren beiden Taster wechselt ihr dann vom On-Demand in den Session-Modus. In diesem Modus steuert dann das Gerät die voreingestellte Temperatur an und hält sie über die gesamte Sessionzeit. In diesem Modus zeigt uns dann das Display neben dem Akkuladezustand auch die Soll- und Ist-Temperatur des Heizelementes an. Darüber sehen wir noch den Countdown unserer Sessionzeit. Durch gleichzeitigen Drückens des Hauptbuttons und des Plus-Buttons kann die Sessionzeit zwischen 4 und 6 Minuten umgeschaltet werden. Durch gleichzeitiges Drücken des Haupt- und des Minustasters könnt ihr das Gerät von Grad Celsius auf Fahrenheit umstellen. Nun gut, so viel denn auch zur Bedienung. Aber vor der Bedienung will denn so ein Kubo-Stick doch auch befüllt werden. Dazu nehmen wir dann hier oben das Mundstück mit der Kräuterkammer ab. Hier kommt denn die Kräuterkammer zum Vorschein. Und diese kann je nach Befüllungsdichte mit 0,2 bis 0,3 Gramm Trockenkraut befüllt werden. Hier ist für eine beste Performance eine mittlere Mahlstufe zu empfehlen. Beim Kubo-Stick ist durchaus eine lockere Befüllung angesagt. Ihr solltet nach dem Befüllen eure Kräuter maximal hier oben leicht andrücken, sodass sie nicht mehr überstehen. Der Kubo-Stick kommt aber auch durchaus mit ganzen Blütenstücken zurecht. Hier muss ich dann auch sagen, dass, schaut mal, der Einfüllbereich designtechnisch wirklich sehr, sehr schön gestaltet ist.
Durch die in Richtung Kräuterkammer geneigten Flächen lässt sich der Kubo-Stick sehr einfach und krümelfrei befüllen. Nach dem Befüllen und dem Wiederaufsetzen des Mundstücks könnt ihr, wie eben beschrieben, durch dreimaliges Klicken nun das Gerät in Betrieb nehmen. Und damit das Heizsystem aktivieren, womit wir denn gleich beim nächsten Punkt wären, dem Heizsystem. Generell haben wir es beim Kubo-Stick mit einem Konvektionsvaporizer zu tun. Nun, was heißt das? Beim Kubo-Stick wird wie bei anderen Konvektionsvaporizern auch der Luftstrom erhitzt, bevor er auf das Dampfgut im Inneren der Kräuterkammer auftrifft und so die Wirkstoffe aus unseren Kräutern extrahiert. Die eigentliche Kammer erhitzt sich hier nicht wirklich. Wie bei anderen Konvektionsvaporizern auch bedarf es bei diesem Gerätetyp einer gewissen Zugtechnik, um die Geräte hier effizient auch nutzen zu können. Hier sind lange, ebenmäßige Züge gefragt. Wenn möglich gerne von 5, 10, 15 Sekunden und mehr. Ihr müsst euch das Ziehen an einem Konvektionsvapo eher als ein ruhiges Inhalierverfahren vorstellen. Diese Geräte hier brauchen lange DI, Direct Langzüge, also direkte Inhalation. Mit MTL, Maus-to-Langzügen, wie sie beispielsweise von der Tüte oder einer Zigarette bekannt sind, tut sich bei diesen Vape-Typen nicht viel. Nun ist mir klar, dass bei diesen Aussagen zur Konvektion gerade bei ein paar Nerds da draußen alle Glocken klappern. Ja, ganz dickes Big Up, besonders an dich, Chris Hurricane. Ich halte es an dieser Stelle für Einsteigende gerade simpel. Später im Video gehe ich tiefer auf die Konvektions-Konduktionsratio ein. Versprochen. Nun, nachdem wir nun gesehen haben, wie der Kubo den Dampf entwickelt, lasst uns den Dampf auf seinem Weg durch das Gerät doch einmal genau verfolgen. Dazu schauen wir jetzt einmal auf das mitgelieferte Mundstück mit der integrierten Kühleinheit. Zunächst einmal trifft der Dampf hier auf dieses kleine Edelstahlteil. Diese Bohrungen verhindern, dass Pflanzenmaterial mit ins Kühlsystem eingesaugt wird. Dieses Bauteil wird von einem Silikoneinsatz gehalten und kann zur Reinigung ganz simpel entnommen werden. Wenn wir diesen Silikoneinsatz nun ganz herausnehmen, sehen wir darunter den Dampfweg, der aus Keramik hergestellt wird. Nachdem der Dampf durch das Edelstahlsieb hier in das Keramikteil eintritt, trifft er dann zunächst einmal auf diese spiralähnliche Struktur. Der so verlängerte und Verwirbelungen erzeugende Dampfweg dient der Kühlung des Dampfes. Bei diesem Mundstück ist also wichtig zu wissen, dass der Dampf selbst zu keiner Zeit mit dem Kunststoff des Mundstückes in Kontakt kommt. Der komplette Dampfweg innerhalb dieser Kühleinheit ist in Keramik und Edelstahl ausgeführt. Dieses Mundstück hier und die integrierte Kühleinheit erledigen absolut den Job, den sie tun sollen. Nach jeder Nutzung sollte das Sieb mit der beigelegten Bürste einmal kurz abgebürstet werden. Nach dem Abkühlen solltet ihr dann auch einmal kurz durch die Kräuterkammer hier durchbürsten. Zur Reinigung können dann sowohl das Edelstahlsieb als auch der keramische Luftweg in ISO gebadet werden und nachher mit Wasser gut ausgespült werden. Hierbei ist es nicht ganz so einfach, den spiralförmigen Luftweg sauber zu bekommen. Am einfachsten ist es mir mit einer aufgebogenen Büroklammer und einem Alkowipe gelungen. Warum ich persönlich aber ein Mundstück aus dem Zubehör bevorzuge, lasse ich euch gleich in meinem persönlichen Fazit wissen. Nun lasst uns aber einmal über die Dampfqualität reden, die dieses Gerät hier liefert.
Vorweg kann ich diese unter Betrachtung des Preisrahmens als wirklich gut bezeichnen. Beim Kubostick bleibt der Dampf konvektionstypisch sehr mild, auch bei größer werdenden Dichte. Und er hält auch den Geschmack konvektionstypisch sehr lange. Erst bei den letzten Zügen der Füllung brechen die Terpene ein. Die Dichte des Dampfes kann bei langen, ruhigen, gleichmäßigen Zügen ordentlich zulegen und auch ganz schön dichte Wolken erzeugen. Dabei ist der Kubostick aber auch kein Heavy Hitter und das will und soll er auch gar nicht sein. Also erwartet jetzt hier bitte keine Tiny Mic 2 Performance oder sowas. Nun, auch der Geschmack des Dampfes möchte ich als gut bezeichnen. Das verdampfte Kraut kommt geschmacklich gut raus und die Terpene sind sauber wahrnehmbar. Jeder und jede, die nur Rauch vom Geschmack her gewohnt sind, werden hier vor Wonne Eier legen, da bin ich mir ganz sicher. Bei dem angesagten Preis des Kubus sollte auch jedem erfahrenen Nutzer klar sein, dass es schon einen Grund gibt, warum High-End-Konvektionsvapos viel mehr Geld kosten und das auch eindeutig wert sind. In der Welt der Konvektionsvaporizer gibt es geschmacklich andere Dimensionen, keine Frage. Aber unter Inbetrachtnahme des Preises schmeckt der Kubostick schlicht und einfach gut. Nun, mein persönliches Fazit zu diesem Gerät hier. Ihr Lieben, an dieser Stelle hatte ich im Skript wirklich eine ganze Zeit festgehangen und mich gefragt, wie ich das Fazit im Falle des Kubostick jetzt hier angehe. Ich habe mich dann dazu entschlossen, 2 Fazite zu ziehen, in denen ich meine persönliche Erfahrung mit dem Gerät in den letzten Wochen einfließen lasse. Und zwar möchte ich das erste Fazit für diejenigen unter euch ziehen, die den Kubostick als ihren ersten elektronisch geregelten Vaporizer anschaffen möchten und so in die Welt der Vaporizer neu einsteigen. In einem zweiten Fazit möchte ich für die alten Hasen unter euch einmal tiefer in die Materie eintauchen und auch davon berichten, zu welchen Anlässen ich den Kubostick zukünftig tatsächlich in meiner persönlichen Rotation sehe, da er mit Eigenarten aufwarten kann, die mir tatsächlich so von keinem anderen Gerät in meiner Sammlung bekannt sind. Aber zunächst einmal zu euch, liebe Neuinteressierten. Zunächst einmal solltet ihr euch fragen, ob ihr Züge von mindestens 5 Sekunden, besser 10, 15 und vielleicht sogar mehr nehmen wollt und könnt. Wenn du dein Vapo MTL, also mit Zügen ähnlich einer Zigarette oder einer Tüte, wo du erstmal den Mundraum füllst und dann inhalierst, wenn du dein Gerät so paffen willst, ist der Kubostick nicht dein Gerät. Passt das vom Zugverhalten aber für dich, kann ich nur eine reine Empfehlung aussprechen. In Relation zu dem, was du für dieses Gerät hier bezahlst, erhältst du einen Vapo, der absolut das tut, was er soll. Und das tut er auch zuverlässig, mit gleichbleibender Qualität von Füllung zu Füllung. Absolut. Der Kubostick kann dir einen sehr, sehr guten Eindruck von dem vermitteln, was Dampf zu leisten vermag. Durch den auswechselbaren Akku ist der Kubo lobenswert nachhaltig. Er bietet dir auch so zusätzlich die Option, mehrere Ersatzakkus mitzuführen und so die Laufzeit des Gerätes beliebig zu erweitern. Das Teil hier ist klein, handlich, in der Öffentlichkeit wenig auffällig. Dann möchte ich noch auf 2 Zubehörteile eingehen, die ich für wichtig halte.
Zuvor ist es aber wichtig, beim Stichwort Zubehör zu erwähnen, dass für dieses Gerät hier jedes einzelne Ersatzteil für kleines Geld zu bekommen ist. Schaut mal hier, was auch immer kaputt gehen könnte, ist als Ersatzteil bei Verdampft nochmal erhältlich. Und das ist erstmal auch ganz, ganz selten bei günstigen Geräten und super nachhaltig und wieder einmal lobenswert. Aber 2 Zubehörteile möchte ich an dieser Stelle einmal genauer besprechen. Da hätten wir ja einmal ein Glasmundstück und einmal einen Wasserfilteraufsatz, eine sogenannte WPA. Beide sind ebenfalls magnetisch und ganz einfach gegen das Original-Mundstück auszutauschen. Hierzu solltet ihr euch dann fragen, wie euer Konsumverhalten aussieht. Wie oft ihr konsumiert. Solltet ihr nur 3-4 Mal die Woche das Gerät hier genießen wollen, ist mit dem Standardmundstück alles okay. Einmal die Woche das Teil hier dann durchreinigen, dann passt das schon, wunderbar. Solltet ihr hingegen täglich gerne genießen, würde ich euch das Glasmundstück zusätzlich unbedingt empfehlen. Warum? Darauf gehe ich später im Fazit für die alten Hasen genauer ein. Solltet ihr nun aber komplett neu in die Vapo-Welt einsteigen, möchte ich euch unbedingt diesen Wasserfilteradapter hier mit ans Herz legen. Es gibt viel falsches Verständnis bei Einsteigenden zu Wasserfiltern. Oft höre ich, nee, lass mal, mir war eine Bong auch immer zu stark. Bei Vaporizern verhalten sich Wasserfilter aber genau gegenteilig. Sie machen den Dampf kühler, feuchter und einfacher zu inhalieren. Der Kubo-Stick hier performt im Session-Mode bei hohen Temperaturen auch auf Wasser richtig ordentlich. Ihr müsst da jetzt nicht unbedingt ewig viel Geld gleich für einen Wasserfilter ausgeben. Was Günstiges oder gar selbstgebasteltes reicht aus, um euch erst einmal eine gute Idee davon zu geben, welcher Mehrwert ein Wasserfilter für einen Vaporizer darstellen kann. Alles in allem kann ich euch den Kubo-Stick, euch Ein- und Umsteigern, nur wärmstens ans Herz legen. Ich wünschte, dass meine ersten Vapes vor 12, 13 Jahren so performt hätten. Aber nun muss ich unbedingt für die lieben Vape-Enthusiasten unter euch und auch für euch weiter interessierte Neueinsteiger ein wenig tiefer in die Materie und Vape-Charakteristik des Kubo-Sticks hier eintauchen. Nun, wie ihr mich kennt, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass der Kubo-Stick hier in den letzten Wochen ganz schön was mitgemacht hat. Und auch dieses Video kommt erst so spät nach der Ankündigung, da ich tatsächlich noch Zeit hier mit dem Gerät brauchte. Wo ich mehr Zeit für brauchte, war Folgendes. Der Hersteller dieses Gerätes und auch ich in meinem Trailer zum Video haben den Vape mit dem Label versehen Pure Convection. Und yep, das ist in der Vapo-Welt eine steile These. Ich weiß, gerade bei günstigen Geräten. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Nun, um direkt einmal klarzustellen, wenn wir das Gerät hier im Session-Modus betreiben und dann lange Züge nehmen, erhitzt sich die Edelstahl-Kräuterkammer definitiv in einem Bereich, wo auch Konduktionseinflüsse entstehen. Klar wahrnehmbar. Aber im Vape-Verhalten trotzdem dezent. Das ist jetzt keine Wertung der Qualität des Dampfes, sondern eine technische Feststellung zur Dampfentstehung. Denn selbst im Session-Modus verhält sich der Vape in seiner Charakteristik viel mehr wie ein Konvektionsvape und nicht wie ein Hybridgerät. Dies äußert sich offensichtlich durch die Zugtechnik mit den langen gleichmäßigen Zügen, die das Gerät ja auch erfordert, um ordentlich zu performen.
Nun lasst uns aber mal auf die Vape-Charakteristik im On-Demand-Modus schauen. Wenn wir hier nur einen einzigen Zug entnehmen, selbst bei 230 Grad, der dann nicht länger als 20 Sekunden andauert, reicht die Luftstromtemperatur nicht aus, um die Edelstahlwandung auf eine konduktiv relevante Temperatur zu bekommen. Ich hatte dazu mal folgenden Versuch gestartet. Und hierzu bitte ich euch nun um euer Vertrauen. Wenn ich den Versuch filme, habe ich hier Kräuter im Bild, was ich auf diesem Kanal halt unbedingt vermeiden möchte. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Kammer gefüllt, den Vape auf maximale Leistung hochgefahren, 230 Grad. Dann einen langen Zug im On-Demand-Modus genommen. Anschließend die Kräuter blitzschnell aus der Kammer rausgeklopft und dann die Kammerinnentemperatur mittels meines kontaktlosen Nukometers hier überprüft. Dabei blieb die Oberflächentemperatur bei jeder Messung gut unter 50 Grad. Hier waren die gemessenen Werte zwischen 43 und 48 Grad Celsius. Circa 2 Sekunden nach Abreißen des Luftstroms. Und hier sind wir dann in einem Bereich, wo wir weit entfernt von einem Konduktionseffekt sind. Und so ist dieses Gerät hier im On-Demand-Modus bei der Entnahme einzelner Züge mit anschließender Abkühlzeit tatsächlich ein purer Konvektionsvape. Da bin ich mir sicher. Nun werden sich einige von euch gerade vermutlich gefragt haben, warum ich hier auf einem auf den ersten Blick so kleinen Detail so rumreite. Nun, diese Kleinigkeit hat eine sehr große Auswirkung und macht den Kubo Stick für eine Anwendergruppe interessant, die das Gerät für sich vielleicht noch gar nicht mal auf den Schirm hat. Nämlich den Freundinnen und Freunden des Microdosings. Ihr könnt hier einen einzigen Zug, zum Beispiel in einer Pause, entnehmen. Dadurch, dass sich bei diesem einzigen Zug die Kammer nicht entscheidend miterhitzt, bleibt euer Kraut dann bis zum nächsten Zug in exakt der Qualität und Potenz erhalten, wie ihr sie nach dem ersten Puff hinterlassen habt. Und das gilt auch dann, wenn der nächste Zug erst Tage später erfolgt. Das heißt zum Beispiel in der praktischen Anwendung, ihr könnt hier, wenn ihr nur jeden Tag einen Zug bei nicht allzu hoher Temperatur entnehmt, eine Füllung über die ganze Woche strecken. Und dabei verhält sich das Kraut dann in der Wirkung und Geschmack nicht anders wie im Verlauf einer 6-minütigen Session, in der dann das gesamte Kraut in einer einzigen Session halt verdampft wird. Meist ist der Weg beim Microdosing ja mit sehr kleinen Kammern zu arbeiten. Hier möchte ich aber mal einen Denkanstoß zu einer anderen Herangehensweise an dieses Thema geben. Meines Erachtens haben wir es beim Kubo Stick mit einem Gerät zu tun, das portables, elektronisch geregeltes Microdosing auf ein ganz neues Level hebt. Ehrlich gesagt fällt mir in dem Punkt im Moment gar kein besseres Gerät zu diesem Anlass ein. Nun, an dieser Stelle möchte ich gerne den erfahreneren Leuten unter euch unbedingt dieses Glasmundstück hier mit ans Herz legen. Nun, die Formgebung hier ist persönlicher Geschmack. Jeder wie er mag. Und ja, was auch stimmt, die Geschichte im Inneren des Originalmundstückes hier, mit diesem Kühlspiralpfad, den wir eben gesehen haben, erledigt absolut seinen Job und kühlt den Dampf ein wenig weiter runter, als es das Glasmundstück hier vermag.
Aber bei häufigem Gebrauch beansprucht das Glasmundstück hier wesentlich weniger Pflegeaufwand und hält im Dauergebrauch xxx mal länger durch, ohne an Performance zu verlieren. Um diesem Phänomen einmal genauer auf die Spur zu kommen, zeige ich euch hier einmal diese Detailaufnahmen von den beiden Mundstücken aus Sicht unseres Krautes. Und hier sehen wir im Originalmundstück ein gebohrtes Blech, wie wir es aus einigen anderen bevorzugt günstigen, aber auch schon bei höheren preisigen Vapes kennen und gesehen haben. Dagegen ist hier im Glasmundstück das gute alte Edelstahlsieb wiederzufinden. Und hier liegt der kleine, aber feine Unterschied in der thermischen Masse und in der Durchfluss-Kühlratio dieser kleinen Bauteile. Das gebohrte Teil hat eine größere thermische Masse als das Sieb. Das heißt, es bleibt während des Gebrauches zu Beginn etwas länger kühl als das Sieb und nach Gebrauch hält das Teil auch die Temperatur ein wenig länger vor. Das sind ganz kleine Unterschiede, aber die haben entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie sich Kondensat an dieser Stelle des Vapes bildet. An diesem gebohrten Teil bildet sich so aufgrund dessen mehr klebendes Kondensat. Zusätzlich sorgt die geringere Durchlassfläche für eine höhere Durchströmungsgeschwindigkeit an den Bohrungen, was dann wiederum zur Folge hat, dass auch mehr Kräuterpartikel eingesogen werden, die dann quersitzen und verkleben. Und das wiederum hat zur Folge, dass mit dem Originalmundstück spätestens nach 7 Nutzungen die Performance einbricht und das gebohrte Teil in ISO baden sollte. Nun, ist absolut kein Hexenwerk, aber sollte dann auch unbedingt gemacht werden, um eine gleichbleibende Dampfqualität und Performance zu gewährleisten. Hingegen schaut mal bitte hier. Mit diesem Mundstück möchte ich euch jetzt nicht demonstrieren, was ich für eine Sau bin und dass ich unfähig bin, mein eigenes Glas denn mal zu reinigen. Nein, warum ich das zeige, hat folgenden Sinn. Während der ganzen Nutzungszeit, wo dieses Kondensat sich hier ansammeln konnte, habe ich das Sieb nach jeder Nutzung nur mal eben ausgepustet und nach jedem dritten Gebrauch oder so mal eben abgepinselt. Und der Kubo-Stick performte zu diesem Zeitpunkt nach aller mindestens 40 Füllungen immer noch astrein. Die Kühlung ist beim Glasmundstück hier etwas geringer als beim Originalmundstück. Dafür kommt meines Erachtens aber auch der Geschmack im Glasmundstück etwas klarer durch. Alles in allem wird der Kubo-Stick mit dem Glas obendrauf in meiner Wahrnehmung ein richtig erwachsener Vape. Und mit dem passenden Bündel Akkus und dem Glasmundstück bekommt er auch Marathon-Qualitäten, die er für die Anlässe braucht, wo ich ihn richtig gerne einsetze. Hausintern habe ich den Kubo-Stick hier meinen Bier-Vape getauscht. Nun, was meine ich damit? Ich treffe mich denn meist mit Leuten, die persönlich nichts mit Vapen und Kraut überhaupt zu tun haben. Außer eben, dass sie mich kennen. Und wer mich kennt, weiß halt, dass der Papa schon immer gerne viel pafft. Und wenn ich mich denn mal mit einem guten Freund oder auch mehreren auf ein Bier treffe, möchte ich meinen Konsum auch gerne so dezent wie möglich gestalten. Ey, du hast ja die ganze Zeit was im Gesicht. Ja, ich weiß, ist ein Mighty. Der Kubo-Stick hingegen verschwindet annähernd in der Hand und kommt beim Gegenüber in der Wahrnehmung lange nicht so dominant wie fast alle anderen Vapos an. Der ist wirklich super dezent. Für diesen Anlass passt mir auch die gelieferte Dampfmenge hervorragend. Man will doch in gepflegter Gesellschaft jetzt auch nicht gerade keuchend mit glasigen Augen über den Tisch hängen.
2, 3 Reserveakkus eingepackt und schon ist ein Abend mit dezentem Dauerpaffen gewährleistet. Ja, ich habe hier geschmacklich und auch in der Performance wesentlich stärkere Geräte. Aber wenn ich in nicht konsumierender Gesellschaft bin, liegt mein Fokus bei den Menschen und nicht auf jedes einzelne Tapet. So gehe ich denn geschmacklich den Kompromiss wirklich gerne aufgrund der Dezentheit und der Einfachheit in der Nutzung ein. Und so kann ich auch jedem Pro-Vapor, der gerne mal dezent in der Öffentlichkeit oder auch zu Hause bei Besuch dezent unterwegs ist, dieses Teil hier uneingeschränkt ans Herz legen. Und was ich hier auch noch berichten muss, ist, dass mich das Finish, also hier in diesem Fall die grüne Farbe, sehr erstaunt hat. Den Vape hatte ich jetzt circa 4 Wochen im absolut nicht zimperlichen Dauertest hier. Der war dann auch in meiner Hosentasche mit unterwegs, auch mal aus Versehen zusammen mit Schlüsselbund und Münzen. Der ist hier zweimal im hohen Bogen aus Versehen vom Tisch geknallt. Und hier ist tatsächlich bis jetzt kein einziger Kratzer zu vernehmen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man da mit einem Panzer drüber fahren kann, ohne dass die Oberfläche zerstört wird. Aber da habe ich bei vielen günstigen Geräten in wesentlich kürzerer Zeit viel derbere Abnutzungserscheinungen gesehen. Daumen hoch. Daumen hoch dafür. Nun muss ich aber noch kurz darauf eingehen, ob der Kubo Stick baugleich dem X-Max V3 Pro ist. Ne, dem ist nicht ganz so. Der Kubo Stick ist eine nach den Wünschen von verdammt normal optimierte Version und kann mit Features aufwarten, die der V3 nicht zu bieten hat. Ganz entscheidend ist hier zunächst einmal zu erwähnen, dass der Kubo Stick mit einer Höchsttemperatur von 230 Grad aufwarten kann, während der V3 nur 220 zu bieten hat. Und wenn ihr mal einen Kubo Stick testet, werdet ihr feststellen, dass diese 10 Grad schon markant sind, gerade wenn er mittels WPA auf Wasser betrieben wird. Die vollen 230 Grad ermöglichen denn auch eine starke Extraktion der Kräuter, so dass die Farbe des bereits extrahierten Krautes deutlich ins Dunkelbraune geht. Des Weiteren verfügt der Kubo Stick im Gegensatz zum V3 über den pfiffigen Flip-Trick, um das Display für den Wasserfiltereinsatz zu drehen. Auch hier zeigt sich wieder das kreative Engagement von verdammt normal. Eine kleine Sache ohne große technischen Mehraufwand, wo man einfach merkt, dass sich hier Menschen Gedanken machen, die auch selbstständig mit Vaporizern zu tun haben. Verdammt nochmal, haut denn auch zusätzlich noch 2 Jahre Garantie auf den Kubo Stick raus. Nun zum Preis. Heute bei Erscheinen des Videos liegt der Kubo Stick selbst bei 119 €. Die beiden Glasaufsätze kosten jeweils 14,95 €. Also, wenn man mich summa summarum fragt, wenn das Gerät hier zu deinen Konsumgewohnheiten passt, gönn dir! Das ist ein absoluter No-Brainer in Preis-Leistung. Und nochmal, den Neueinsteigern möchte ich unbedingt ans Herz legen, sich hier diese WPA dazu zu bestellen. Und den alten Hasen oder auch Leuten, die gedenken, das Gerät täglich zu nutzen, empfehle ich dieses Glasmundstück gleich mitzuordern. In meiner Wahrnehmung sind das wirklich 15 sehr, sehr gut investierte Euro. Nun, ihr Lieben, wer hätte gedacht, dass es zu diesem Gerät hier so viel zu erzählen gibt? Ich am allerwenigsten. Aber wir sind soweit tatsächlich durch jetzt. Und wenn du nun auch so einen Kubo Stick oder einen anderen Vaporizer haben möchtest, würde mich das riesig freuen, wenn du zuvor, bevor du einkaufst, an mich denkst und dann über den Link in meiner Videobeschreibung und über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellst.
Solltet ihr euch nun auch weiterhin für spannende Videos rund um die thermische Extraktion von Trockenkräutern interessieren, schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es viele weitere spannende Videos zum Thema. Auf der Homepage können auch all meine 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Und damit sind wir dann wieder mal am Ende dieses Videos und ich bedanke mich wieder recht herzlich für euer Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on vapors, crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs, healthy bath in modern times, make you feel fine. The sun will shine.